Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Danke, vielen Dank. Schon gut. Was höre ich da? Mugabe? Ach so, Zugabe. Zugabe? Ich habe doch noch gar nicht richtig angefangen. Was soll ich denn bitte schön dazugeben? Und wozu? Okay. Ich mach mal einen auf Popstar. Bob Marvi oder so. Ich werfe die Arme hoch und springe in die Luft. Einmal nur. Und dann ist Ruhe. 1, 2, Heppa! Marzipanschwein und Knickebein. Das gibt's doch nicht. Meine Hose ist geplatzt. Hinten am... Na, egal, so genau wollt ihr das sicher nicht wissen. Das war bestimmt diese leckere Vollmilchschokolade, die ich hier im Studio gefunden habe. Es heißt doch, Schokolade soll glücklich machen. Aber sie macht vor allem eins: dick. Wenn man zu viel davon isst. Leider. Schnell mal auf meine Briefwaage. Müsste mal geölt werden. Wahrscheinlich schon lange nicht mehr benutzt. So. Ganz schön kippelig hier auf der Waage. Jetzt mal ganz vorsichtig auf die Anzeige schauen. Na, wo ist denn der Zeiger? Was? Gecko mio. Jetzt ist sie hin. Und ich werde niemals erfahren, wie viel ich auf die Waage bringe. Auf jeden Fall zu viel. Jede Bewegung fällt mir schwer. Mit der Wampe kann ich mich doch nie in Sicherheit bringen, wenn meine Marvi-Box versagt. Was tun? Ich fürchte, da hilft nur ein Blitzprogramm mit Sofortwirkung. Aber Richard hat es schließlich auch geschafft. Der hat einen großen Film über ein Löwenrudel gemacht. Kurz vor dem Ende der Dreharbeiten hat ihn ein Unfall aus der Bahn geworfen. Zack! Schulter kaputt. Um den Film zu Ende bringen zu können, musste er richtig hart trainieren. Er musste praktisch von vorne anfangen. Gleich wird uns Richard das ganze Abenteuer erzählen. Aber diesen Teil der Geschichte muss ich euch jetzt schon mal vorspielen. Sekunde, schnell mal suchen. Ja. Es dauerte viele Monate, bis meine Schulter wieder in Ordnung war. Ich hatte Wochen im Krankenhaus verbracht. Erst in Afrika, dann in England, wo ich noch einmal operiert wurde. Ich kam nicht darüber hinweg, dass ich mitten in den Dreharbeiten so aus der Bahn geworfen worden war. Unter allen Umständen wollte ich meine Löwenreportage beenden. Denn so nahe würde ich einem Löwenrudel wohl nie wieder kommen. Mein Ziel vor Augen trainierte ich hart. Erst Gymnastik, dann mit Gewichten und auf dem Laufband. Tag für Tag wurde ich kräftiger. Liegestütz und Löffelstör, Gymnastik, Gewicht und Laufband. Und ein Ziel. Was könnte das sein? Ich hab's. Früher, als ich noch topfit war, bin ich die 100 Zentimeter in sagenhaften 1,7 Sekunden gelaufen. Haha, ich hab sogar noch irgendwo die Urkunde. 1,7 Sekunden. Das will ich wieder schaffen. Fehlt bloß noch die Trainingsstrecke. Und auf dem Schreibtisch joggen. Drehwurmgefahr. Aber mein Gymnastikprogramm starte ich sozusagen sofort. Mit Knopfdruck Gymnastik. An, aus, an, aus. Ich muss mich nämlich ganz schön strecken, um diesen Knopf zu drücken. Aber dann melden sich meine World Reporter. Hey, JC, Ming und Roberto. Hört sich so an, als seid ihr mitten in Afrika. Hi, Marvi Hämmer. Yes, we're in Africa. We're in a national park in Kenya. Tomorrow, we're going on safari. We want to take photos of a lion family.
Hi, Marvi. I'm going to record the sound of wild lions for you. But today it's too late. I'm tired. And it's getting dark. We're going to sleep. You are going to sleep? Ihr wollt da draußen schlafen? You are going to sleep outside? Und die Löwen? What about the lions? No problem, Marvi. Roberto and JC built up a tent. I'm going to light a campfire. Lions are afraid of the fire. Ein Lagerfeuer vor dem Zelt. Na, hoffentlich schreckt das Feuer die Löwen ab. I'm going to roast some sausages in the fire. Sausages? Roberto, it's too late. Oh, we're going to sleep. I'm going into the tent. Roberto, it's too late. We're going to sleep. I'm not going into the tent yet. Your sausages will lure the lions. Ming hat recht. Roberto, das sollte dir nicht so wurscht egal sein. Der Geruch der Bratwurst lockt die Löwen an. Und Löwen sind gefährlich. Lions are dangerous. Don't worry. I'll put some ketchup on the sausages. Lions don't like ketchup. Roberto, you're crazy. Good night, everybody. I'm so tired. I'm going into the tent too. Leave the zipper open, Ming. Move over. This is my side. Au! Kakapo und Trockenklo. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Campingplätze nicht mag. Na dann schlaft mal gut. Sleep well. What song is that, Roberto? It's a song from Africa. It's called The Lion Sleeps Tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Well, hopefully. Tja, hoffentlich schläft wenigstens der Löwe. Ich mache jetzt erst einmal meine Fitnessübungen. 1, 2, an, aus, rüber und über. 1, 2, 3, 4 Beine hat der Löwe. Wusstet ihr schon? Naja, aber ein paar spannende Informationen über den König der Savanne kennt ihr bestimmt noch nicht. Zeit für mein Marvi Hämmers Lila Löwenquiz. Der Löwe, der König der Tiere. Ihr kennt bestimmt den König der Löwen. Hakuna Matata. Guter Spruch. Heißt, die Sorgen sollen dir immer fernbleiben. Bei Marvi lernt ihr nicht nur Englisch, sondern auch Suaheli. Das ist die wichtigste afrikanische Sprache. Wollt ihr noch mehr lernen? Heri, Kuikwa, Dole, Kuliko, Kuikwa, Ulimi. Lieber mit den Zehen straucheln, als mit der Zunge. Was soll denn das bedeuten? Wahrscheinlich, wer viel redet, macht auch viele Fehler. Wortschwall und Wasserfall. Schluss mit dem Gerede. Jetzt kommt Frage Nummer 1. Löwen leben ja in Rudeln. Die meiste Arbeit haben die Löwinnen. Die ziehen den Nachwuchs auf und jagen die Beute. Was machen eigentlich die Löwenmänner? A. Machen sich fit und springen durch brennende Reifen. B. Arbeiten als Models auf Fotosafaris. Oder C. Verjagen andere Löwenmänner aus ihrem Revier. Na, die Nummer mit dem brennenden Reifen müssen wohl nur Zirkuslöwen üben. Also falsch. Im Dschungel gibt es natürlich keinen Laufsteg. Deshalb kann man auch nicht als Model arbeiten. Auch falsch. Also ist Antwort C richtig. Die männlichen Löwen verteidigen das Revier gegen andere Löwen, die sich dem Rudel anschließen wollen. Die meisten männlichen Löwen haben diese super Frisur. Hält ohne Schaum und Gel bei jedem Wetter. Bei mir ist das nicht so. Was glaubt ihr, warum ich eine Baseballkappe trage? Ja, zurück zum Thema. Frage 2. Wofür ist so eine Löwenmähne gut? A.
schützt beim Kämpfen den Nacken der Löwen. B. bietet hervorragenden Sonnenschutz. C. kommt bei den Löwinnen gut an. In der Savanne ist es super heiß, aber wenn Löwen einen Sonnenschutz brauchen, dann legen sie sich lieber unter einen Baum. Und die Löwinnen, die brauchen starke Kerle und bestimmt keinen Schönling mit Afromatte. Nee, die dicke Mähne am Kopf und am Hals, bei manchen sogar am Bauch, bietet tatsächlich Schutz vor den Prankenhieben der Nebenbuhler. Antwort A ist also richtig. Ach, in Filmen über die Savanne sieht man Löwen oft jagen. Ich kann da gar nicht hingucken, denn in diesen Filmen erlegen sie meist ihre Beute. Zebras, Antilopen, Büffel oder Gnus. Da fragt man sich, ob diese Tiere überhaupt eine Chance gegen die Löwen und gegen andere Raubkatzen haben. Haben sie aber. Meine dritte Frage: Was können diese Tiere tun, um Löwen und anderen Raubkatzen zu entkommen? A. Sie verstecken sich in den dichten Wäldern. B. Sie bewegen sich nur in Herden. Oder C. Sie grasen nur nachts. Dass ich nicht lache. Wälder in der Savanne. Da hat wohl jemand in Erdkunde nicht richtig aufgepasst. In der Savanne gibt es vorwiegend Gras und einzelne Holzgewächse. Da kann man sich nicht so gut verstecken. Und wer nachts den Schutz der Dunkelheit zum Grasen sucht, ist bestimmt nicht vor den Löwen sicher. Denn die Raubkatzen pirschen sich am liebsten im Dunkeln an ihre Beute ran. Also ist Antwort B richtig. Huftiere wie Zebras und Antilopen leben in Herden. Die sind manchmal riesig groß. Manchmal sind das Tausende von Tieren. Die bieten natürlich Schutz. Trotzdem schleichen sich die Löwen an Herden an. Sie wissen zwar, dass die Tiere in der Herde sicher sind, aber sie lauern darauf, dass ein einzelnes Tier aus der Masse ausschert, weil es Panik bekommt oder weil es kleiner und schwächer ist als die anderen. So ein Tier hat dann gegen mehrere Löwinnen keine Chance. Tja, so ist das auf freier Wildbahn. So, das war mein lila Löwenquiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgebrüllt haben. Und ich werde mich jetzt weiter um meine Fitness kümmern. Ich schaue mich schon die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch um. Nach passenden Fitnessgeräten. Ha, hier! Ein kaputtes Gummiband. Könnte man zum Bungee-Springen benutzen. Ja, lieber nicht bei meinem Gewicht. Reimt sich. Aber hier, dieser Klebebandroller. Mal schauen, ob der hält. Das könnte funktionieren. Daraus baue ich mir ein 1A-Laufband. Und inzwischen hört ihr die spannende Reportage von Richard, der den Löwen näher kam, als ihm lieb war. Die Akazienbäume stehen wie ein Scherenschnitt vor dem dunklen Horizont. Nacht in der afrikanischen Savanne. Ein voller Mond hüllt das dösende Löwenrudel in silbriges Licht. Weit dahinter sind eben noch die Umrisse einer Zebraherde zu erkennen. Als Wolkenschleier vor den Mond ziehen, erheben sich 3 Löwinnen. Gemächlich schlendern sie los, in Richtung Zebras. Nach einiger Zeit erheben sich auch die 3 Löwenmänner mit der mächtigen Mähne, um in die gleiche Richtung zu trotten. Inzwischen sind die Löwinnen den Zebras 300 Meter nahe gekommen. Jetzt schwärmen sie aus, lautlos. Das Ganze wirkt wie ein einstudiertes Manöver. Ob die Zebras wirklich noch nichts merken? Die Jägerinnen bleiben stehen und ducken sich ins hohe Gras. Eine dichte Wolke verdunkelt den Mond. Dann geht alles sehr schnell. Wie entfesselt stürzt sich die erste Löwin auf die ahnungslose Herde. Die Zebras reagieren sofort mit einem hastigen Fluchtmanöver. Doch ein Tier macht einen Fehler und prescht in die falsche Richtung. Mit einem mächtigen Sprung reißt die vordere Löwin das Zebra zu Boden. Sofort sind die anderen Löwinnen da und töten das Tier mit einem Biss in die Kehle. Gemächlich nähern sich die 3 Löwenmänner der Beute. Und die Löwinnen müssen ihnen den Vortritt lassen.
Ich lasse fasziniert die Filmkamera sinken. Die Jagd ist aus. Sorry, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Richard, komme aus England und mache eigentlich Filme, in denen Menschen die Hauptrollen spielen. Bis ich vor einem Jahr 6 Wochen in einem afrikanischen Nationalpark verbrachte, tief im Süden des Kontinents. Hier hatte ich echte Naturtalente vor der Nase, die ganz groß im Geschäft waren. Elefanten, Giraffen, Nashörner. Dazu originelle Kleindarsteller wie Erdferkel und Paradiesschnepper. Das sind Vögel. Drumherum herrliche Kulissen. Blassgrüne Grassteppen, rote Uferböschungen und Bäume mit bizarren Formen. Mir wurde schlagartig klar, hier musste mein nächster Film entstehen. Fehlten nur noch die Hauptdarsteller, echte Helden. Mithilfe der Park Ranger hatte ich sie einige Tage später gefunden. 3 stattliche Löwenmänner, jeder über 200 Kilo schwer. Die 3 galten als stark und mutig, gewannen jede Rauferei mit Rivalen und hatten angeblich sogar ein Nashorn gerissen. Sie lebten mit ihrem Rudel im Nationalpark. Klang wie der Stoff für einen spannenden Tierfilm. Ich mietete eine Filmausrüstung und machte mich mit Siffo, einem einheimischen Kameraassistenten, an die Arbeit. Meine Hauptdarsteller, die 3 Löwen, nannte ich Arthos, Porthos und Aramis. Wie die 3 Musketiere, die stolz und angriffslustig über die Schlachtfelder des 17. Jahrhunderts zogen. Schon bald hatte ich begriffen, wer Tierfilme machen will, muss sich dem Leben der Tiere anpassen. Löwen dösen und schlafen tagsüber. Also versuchten auch wir am Tag zu ruhen und drehten in der Nacht und den frühen Morgenstunden, wenn die Löwen auf die Jagd gingen. Im Rudel der Musketiere gab es die gleiche Arbeitsteilung wie in anderen Löwenrudeln. Fast immer jagten die Weibchen und die Gebieter mit der Mähne bewachten das Revier. Wenn wir mit unserem roten Land Rover in der Nähe des Rudels hielten, regte sich kaum noch eine Schwanzspitze. Doch bald mussten wir erfahren, dass die 3 Musketiere genauso neugierig waren wie wir. Es geschah nach einem langen, staubigen Tag auf der Spur der Löwen. Wir kamen zurück ins Camp und ich freute mich auf eine Dusche und auf das Abendessen. Da hörte ich ein Geräusch, das nicht in ein Safari-Camp am Rande eines Nationalparks gehörte. Das Knurren eines Löwen, das ein paar Schritte vor mir aus dem Dickicht kam. Ich erkannte ihn an der Mähne. Das konnte nur Arthos sein, einer der 3 Löwenbrüder. Ich hatte nur einen Gedanken, erstmal außer Sichtweite. Ich sprang zurück ins Zelt und riss den Reißverschluss hoch. Dann hörte ich die Geräusche von 2 weiteren Löwen, Porthos und Aramis. Die neugierigen Musketiere waren uns doch tatsächlich ins Camp gefolgt. Poch, 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 machte mein Herz. Klapp, 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 klang es aus dem Speisezelt, wo Siffo gerade den Tisch deckte. Eine verrückte Situation. Da stand ich im Zelt, ein Handtuch um die Hüften, suchte zitternd nach meinem Gewehr und hoffte, dass die hungrigen Raubkatzen schon andere Pläne für das Abendessen hatten. Siffo, zischelte ich durch die Zeltwand, die Löwen sind im Camp. Die Stimme aus dem Speisezelt klang ganz ruhig. Ich weiß, antwortete Siffo, ich habe sie gehört. Plötzlich ertönte ein lautes Geschepper. Die Löwen mussten über Siffo hergefallen sein. Ich vergaß meine Angst, entsicherte das Gewehr und stürzte aus dem Zelt, um Siffo zu retten. Doch der stand putzmunter vor dem Herd, in der Hand einen Kochtopf, mit dem er Krach geschlagen hatte. »Sie sind weg«, sagte er breit grinsend. Erleichtert ließ ich das Gewehr sinken. Am nächsten Tag spielte das Schicksal eine dunkle Karte aus. Wir hatten den Land Rover im Schatten eines Akazienbaumes abgestellt und machten das, was auch die Löwen gerade taten: Dösen. Plötzlich bebte die Erde und Siffo fluchte. »Verdammt, das darf doch nicht wahr sein!« Dann hörten wir einen Trompetenstoß. Eine Herde von Elefanten donnerte auf uns zu, mit flatternden Ohren und blitzenden Stoßzähnen. Die
Die Leitkuh stoppte und senkte den mächtigen Kopf. Das hieß unmissverständlich: Weg da, Jungs! Nervös drehte ich den Zündschlüssel. Ich konnte mir lebhaft ausmalen, was passierte, wenn die tonnenschweren Tiere unsere Blechkiste platt machten. Als der Motor endlich ansprang, stürmte die genervte Elefantenkuh schon auf uns zu. Ich haute den Gang rein. Die Räder drehten durch, aber irgendwie kamen wir vom Fleck. Doch dann verriss ich das Lenkrad, schrammte an einen Termitenhügel und wir schossen über eine Böschung. Als ich zu mir kam, beugte sich Siffo über mich. »Alles okay?« Ich nickte tapfer. Dabei war gar nichts okay. Meine rechte Schulter brannte wie Feuer. Irgendwas war gebrochen. Dann wurde ich wieder ohnmächtig. Es dauerte viele Monate, bis meine Schulter wieder in Ordnung war. Ich hatte Wochen im Krankenhaus verbracht. Erst in Afrika, dann in England, wo ich noch einmal operiert wurde. Ich kam nicht darüber hinweg, dass ich mitten in den Dreharbeiten so aus der Bahn geworfen worden war. Unter allen Umständen wollte ich meine Löwenreportage beenden. Denn so nahe würde ich einem Löwenrudel wohl nie wieder kommen. Mein Ziel vor Augen trainierte ich hart. Erst Gymnastik, dann mit Gewichten und auf dem Laufband. Tag für Tag wurde ich kräftiger. Siffo rief an und hielt mich auf dem Laufenden. Die 3 Löwen hatten ihr Revier inzwischen verlassen. Dass Löwenmänner ein neues Rudel suchen, ist nicht ungewöhnlich. Alle 2 bis 3 Jahre zieht es sie in ein anderes Revier. Für mich machte das die Sache sogar noch spannender. Fast ein ganzes Jahr verging, bis ich endlich wieder in Afrika war und neben Siffo saß. Er hatte von den Rangern erfahren, wo das neue Revier von Arthos, Porthos und Aramis lag, ungefähr 70 Kilometer östlich ihrer letzten Position. Als wir die 3 Musketiere entdeckten, stellten wir fest, dass sie mit anderen Löwinnen tatsächlich ein neues Rudel gegründet hatten. Wir zählten 5 Löwenbabys. Okay, ihr Musketiere, wir sind wieder bei euch. In den nächsten Tagen richtete ich meine Kamera auf die tapsigen Baby-Raubkatzen. Das waren genau die Bilder, die ich noch brauchte. Wir beobachteten, wie eine Löwenmutter auf die Jungen des Rudels aufpasste. Sie schien hungrig zu sein, wollte die Kleinen aber nicht allein im dornigen Dickicht lassen. Sie brüllte nach den Kerlen, aber die reagierten nicht. Denn Arthos, Porthos und Aramis hatten nichts Besseres zu tun, als die Beute des Vortags zu bewachen, einen großen Büffel. Normalerweise rufen sie das Rudel, wenn sie satt sind. Doch diese 3 taten es nicht, und der Löwin knurrte der Magen. Anscheinend so heftig, dass sie es doch wagte, die 5 verschlafenen Pelzknäuel allein zu lassen. Vorher warf sie uns noch einen Blick zu. Was sollte das denn heißen? Waren wir jetzt Löwensitter? Okay. Wir hatten sowieso nichts anderes vor. Ich schraubte die Kamera auf das Stativ und filmte die Kleinen. Die Zeit verging. Plötzlich hörte ich etwas, das Gejaule von Hyänen. Wenig später erkannte ich den klobigen Kopf einer Tüpfelhyäne hinter einem Busch. Gegen diesen Angreifer mit seinen kräftigen Kiefern hätten die Kleinen nicht den Hauch einer Chance. Was sollten wir tun? Eingreifen oder der Natur ihren Lauf lassen? Bange Minuten vergingen, während die Kreise der Hyäne enger wurden. Plötzlich raschelte es im Busch und ich zuckte zusammen. Doch statt eines Angreifers schoss die Löwenmutter aus dem Dickicht und verscheuchte den gierigen Besucher. Ich atmete auf und musste an mein Erlebnis im Camp denken. Doch diesmal war ich richtig froh, dass ein Löwe aus dem Dickicht kam. Wir hatten viel gedreht. Ich überlegte, welche Szenen mir noch fehlten. Da führte die Natur wieder Regie. Große Herden von Gnus zogen durch den Nationalpark. Plötzlich entfernten sich die 3 Löwenmänner von ihrem Rudel und folgten dieser Herde. Wollten sie zur Abwechslung mal wieder selber jagen? Wir fuhren hinterher.
Irgendwann stellten wir fest, dass Athos, Porthos und Aramis nicht nur jagen wollten, sondern ein ganz bestimmtes Ziel verfolgten. Ihre alte Familie. Die 70 Kilometer legten sie in 2 Tagen zurück. Und wir, wie immer, in ihrem Schlepptau. Doch unterwegs verließ sie das Jagdglück. Bei der Hatz nach einem Gnu bekam der große Porthos einen Huf vor den Schädel. Er schleppte sich in den Schatten eines Akazienbaumes und blieb erst einmal liegen. Athos und Aramis zogen weiter. Dann stellten sie sich auf einen Hügel und brüllten nach dem Rudel. Es dauerte eine Zeit, dann konnten Siffo und ich das beobachten, was man in einem Film einen Showdown nennt. 2 Gruppen standen sich gegenüber, 2 Generationen, die erfahrenen Musketiere und 2 junge Löwen noch ohne Mähne, die federnd auf sie zukamen, dicht dahinter ein Weibchen aus dem alten Rudel. Siffo und ich warfen uns einen vielsagenden Blick zu. Wir waren sicher, dass Athos und Aramis gerade ihrem eigenen Nachwuchs in die bernsteinfarbenen Augen sahen. 2 gegen 2. Väter gegen Söhne. Einige Minuten vergingen mit Drohgebärden. Aramis kratzte im Staub. Athos fauchte. Die Jungen taten das Gleiche. Sie wollten führen, nicht folgen. Die Sonne ging unter. Dann ein Schrei. Klang wie ein krächzendes Go away! Ein Graulärmvogel. Kein Wunder, dass man ihn den Go-Away-Vogel nennt. Go away. Haut ab! Als hätten sie die Botschaft des gefiederten Randalierers verstanden, hoben Athos und Aramis den Kopf. Statt sich vom Nachwuchs des alten Rudels herausfordern zu lassen, machten sie kehrt und schritten würdevoll in den roten Feuerball am Horizont. Was für ein Bild. Und was für ein Ende für unseren Film. Wie würde es weitergehen? Ob sie ihren verletzten Bruder aufsammeln würden? Würden die 3 dann unter sich bleiben oder noch einmal ein neues Rudel gründen? Sicher war nur eins. In 1 bis 2 Jahren würden auch die, von denen sie gerade vertrieben worden waren, dieses Revier und das Rudel verlassen. Dafür würden die Löwinnen sorgen, denn im Grunde bestimmen sie die Geschicke des Rudels. Sie jagen, ziehen die Kleinen auf, schicken den männlichen Nachwuchs weg, wenn er groß genug ist, und verlassen nie ihr Revier. Sie sind die wahren Königinnen der Tiere. Ich hatte die Stars der Savanne auf Zelluloid gebannt und mir einen Lebenstraum erfüllt. Läuft wie geschmiert auf dem Klebebandroller. Ich muss schon sagen, ich fühle mich schon viel leichter. So werde ich mein Ziel locker erreichen. Meine neue Jahresbestzeit im 100-Zentimeter-Lauf. 1,7 Sekunden sind zu schlagen. Aber vorher noch mal hören, ob meine World Reporter gut schlafen. Roberto! Oh, you're snoring. Roberto schnarcht. Klingt aber komisch. Hey, Roberto, please stop snoring. I can't sleep. Huh? What? It's not me. I'm not snoring. It must be Ming. Ming? No, there's no noise coming from Ming's sleeping bag. Schnarchsack und Quietscheente. Wenn das nicht Roberto ist und nicht Ming, wer ist es dann? Hello, JC. If it's not Roberto and not Ming, then who else could it be? Hey, Marvi, listen. Do you recognize that noise? It's not Roberto. It's not Ming. It's coming from outside. Oh. Klingt wie... sounds like a
lion. A lion? But we have a campfire. Lions are afraid of the fire. Roberto, check the fire. Roberto! Wait a minute. The campfire is still burning. Ah! Ming's sleeping bag is empty. Oh! Mings Schlafsack ist leer. Oh Gott, der ist bestimmt nur mal Pipi. Na, der hat Nerven. Maybe he's going to pee. No, he didn't go pee. He's still sleeping. And he's snoring like a whole lion family. Ming schnarcht so. Aber wo ist er? But where is he? He's sleeping outside, near the campfire. Can you please stop making so much noise? I want to sleep. Aber warum schläfst du draußen? Why are you sleeping outside the tent? Because of Roberto's terrible snoring. What, me? No way. I never snore. I don't know what you're talking about. You guys got it all wrong. In the jungle, the mighty jungle, the lion... Na, um das herauszufinden, muss man eigentlich nicht nach Afrika fahren. Wenigstens ist meinem World Reporter nichts passiert. Und ich kann mich voll konzentrieren auf mein großes Ziel. Jetzt kann's losgehen. Sprintstar Marvi Hämmer überprüft seine Kleidung. Mütze sitzt. Auch die alte Sporthose mit dem elastischen Bund passt wieder. Boi, oi, 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 oi. Gut ausgerüstet ist halb gewonnen. Tete! Ein letztes Mal geht der Athlet die Strecke ab, auf der er so viel Trainingsschweiß vergossen hat. Hinten links, an der Schreibtischlampe, ist die Startlinie. Ein kräftiger Kreidestrich. Die Strecke selbst ist markiert durch viele, viele gelbe Klebezettel. Im Hintergrund die Studiouhr mit den leuchtenden Digitalzahlen. Die zählt sogar die Zehntelsekunden und stoppt erst dann, wenn der Läufer durch das Gummiband fegt. Das ist die Ziellinie. Zurück zum Start. Bei Los trete ich auf diese Knallerbse. Die ist vom letzten Silvester. Hoffentlich funktioniert die noch. Also dann, 1,7 Sekunden sind zu unterbieten. Achtung, fertig, los! Hurra! Geschafft! Erster Marvi Hämmer läuft die 100 Zentimeter in der Zeit von... Moment mal. Rosskur und Stoppuhr. 1 Stunde und 7 Minuten? Gecko mio, bin ich doch noch nicht fit genug. Das kann nicht sein. Ich habe bestimmt die Uhr falsch eingestellt. Und jetzt alles wieder von vorn? Von wegen. Ich sag nur, Wenda Pole Hufikam Bali. Das ist wieder Suaheli und heißt, wer langsam geht, kommt auch ins Ziel. Und das soll mir erstmal jemand nachmachen. 100 Zentimeter in 1 Stunde und 7 Minuten. Das ist ein Rekord. Ein Weltrekord. Danke, vielen Dank. Schon gut, schon gut, schon gut. Das war's mal wieder. Gleich gibt es noch die englischen Texte aus dem Heft. Und Richards Abenteuer mit der Löwenfamilie auf Englisch. Und wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Herzlich willkommen auf unserer historischen Tour rund um die Pyramiden. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Auch der Herr hier mit den weißen Socken. Wenn Sie bitte mal aus dem Fenster schauen möchten. Große Pyramide links und rechts davon die Sphinx. Ich werde Ihnen kurz mal berichten, wie die Sphinx entstanden ist. Ein Löwe namens Kokomo, der wohnte links vom Nil. Er war sehr rund und wohlgenährt. Er fraß sehr gerne viel. Eines Abends hörte er eine Stimme.
klang wie Zikadengemecker. Mach dich auf zum Königspalast, Pharao schmeckt lecker. Kokomo und Pharao, gibt's denn sowas? Die hätten sich doch nie gesehen. Gibt's denn sowas? Doch Hungry Kokomo, der setzt sich auf ein Floß. Gibt's denn sowas? In Ägypten, da war schwer was los. Als er dort ankam, war es Nacht. Alles schlief und keiner wacht. Er tatzte sich in den Königssaal und freute sich auf Pharao Royal. Da hörte er eine Stimme. Tief und voll, mehr Mensch als Tier. Das trifft sich gut, mein Wüstenfreund. Jemand wie dich, den brauche ich hier. Pharao und Kokomo. Gibt's denn sowas? Die schenkten sich nen langen Blick. Gibt's denn sowas? Dann räusperte sich der Pharao. Gibt's denn sowas? Die Ohren spitzt der Kokomo. Mein lieber Kokomo, ich bin schon sehr alt und baue gerade meine Pyramide. Ich mach dir mal einen Vorschlag. Du isst dich erstmal ordentlich satt, dann bringe dich meine Jungens wieder an den Nil und zum Dank bekommst du ein Denkmal. Das wäre doch nicht zu viel, oder? Kokomo dachte einen Augenblick nach. Ein Denkmal? Genau. Aber ein großes Denkmal, ein sehr großes Denkmal. Wie du willst. Und ich will, dass ich Flügel habe. Genau, Flügel. Flügel? Warum nicht? Was daraus dann geworden ist, in Ägypten kann man's heute noch sehen. Die große Pyramide links und rechts davon die Sphinx. Pharao und Kokomo, gibt's denn sowas? Die Pyramide und die Sphinx, gibt's denn sowas? Ein riesiger Löwe mit Flügeln, gibt's denn sowas? Ägypten ist schon sehr sonderwunderbar. Die Legende sagt, dass Kokomo sich die Sphinx noch zu Lebzeiten angeschaut hat. Gut getroffen fand er, besonders die Flügel. Das Gesicht kam ihm nicht bekannt vor. Sah eher aus wie eine Menschenfrau. Das wollte er näher untersuchen. Er kletterte auf die Sphinx und wir können uns alle gut vorstellen, was dann geschah. Die Nase brach ab. Kokomo bekam einen Riesenschreck und wurde nicht mehr gesehen. Und jetzt ist Zeit für alle Kaffee zu trinken. In einer halben Stunde treffen wir uns wieder hier am Bus, aber zack, zack. Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß. Enjoy yourself. See page 29. English World Guide. On Safari in South Africa. Ming ist auf einer Safari durch den Kruger Nationalpark. Wow! There is a wild lion! Welcome to our safari in Kruger National Park. I'm Brian, your guide. Hi, let's go! Look, there is a watering hole. You can see a lot of animals. Wow! I can see zebras, buffaloes, giraffes, and even a rhino. And there is a leopard sleeping in the tree. Can I get out, please? No, sorry. It's forbidden to leave the car for your own safety.
some elephants. Great! Let's go! We've got a flat tire. I must change it. Please stay in the car. It will only take 15 minutes. Don't leave the car. It's too dangerous. Oh no, that's really not part of my job. The third time for this month. Whoa! Damn! Now I'm finished! Get out of my way! That's tight enough. Ready. Now we go for a lion. No thanks. I can really do without it. These animals are called the Big Five. Elephant, lion, buffalo, rhino, leopard. Useful phrases. How many lions live in this park? Where can I watch rhinos? I would like to see some elephants. Can I take some photos? Are we allowed to leave the car? Local details. Elephants in the Kruger National Park have no natural enemies. That's why the herds grow too large. Hundreds of elephants are transferred to other national parks every year. People who would like to know more about wildlife in Africa can do so in training camps for game rangers. Experienced gamekeepers help them to learn about animal tracks, animal behavior, and animal welfare. Facts and figures. There are 11 official languages in South Africa. Today, English is one of the most important languages in South Africa. In South Africa, you pay with South African Rand, ZAR. Postcard. Hello, JC and Roberto. Here I am in South Africa. I'm enjoying the Kruger National Park. I'm on a Jeep safari tour. My tour guide, Brian, knows a lot about wildlife in Africa. We are watching leopards, lions, rhinos, elephants, and buffaloes. I'm not allowed to leave the car, but that's okay. Yours, Ming. See page 4. World News. Roberto's notes. The straws are filled with beads. The straw is filling up with milk. The milk tastes of banana. See page 6. The Secret of the Mane. JC erfährt, warum die Mähne für Löwen so wichtig ist. I love their hair. This is a family of lions. Female, tail, open jaws, mane, cub, back, male. JC's notes. The two lions are facing up to each other. They are whipping their tails. The smaller lion is moving away. Letter to Marvi. Hi Marvi, my name is David Kotze and I am 6 years old. I live in Cape Town in South Africa, right next to Table Mountain. One of my favorite animals is the lion. We have lots of them in Africa.
I was lucky enough to touch a lion cub. Its fur was very rough. When I grow up, I want to be a game ranger so that I can help to protect lions. Yours, David. See page 12. How will we live in the future? Ming wirft einen Blick in die Welt der Zukunft. Incredible! This is a city of the future. Dome, hologram, flying police car, traffic sign, advertisement, dinosaur's head, robot, sports car. Ming's notes. The refrigerator makes suggestions. A robot feeds the dog. Marvi's newspaper archive. Taken from The Guardian, 18th of September 2004. We are still a long way from developing robots that can interact with humans on any meaningful level, because their artificial intelligence brains simply cannot cope with unpredictable events. But robots must be able to answer the simple question, where am I? It's just very difficult to get a robot to tell the difference between a picture of a tree and a real tree, says Paul Newman, a robotics expert at Oxford University. See page 20. The good enough test. Ming's notes. Furniture is hosed down for cleaning. Cars replaced the horse-drawn carriages. See page 22. Life in the cold. JC wagt sich in die eiskalte Region am Nordpol. I'm deep frozen. JC's report from the Arctic. Hello, Marvi Hämmer. I'm reporting from the Arctic. Although I'm wearing lots of clothes, I'm freezing. But it's absolutely beautiful here. Snow and ice everywhere, under a blue sky. No humans, but many animals. Right now, I'm watching some walruses. They are swimming in the icy water. Brrr! The walruses dig for clams at the bottom of the sea. Oh, a big polar bear is coming closer. He seems to be very hungry. Hungry for young walruses? He dives into the water. But the walruses are able to escape. Phew! That was a near thing. The Arctic is really exciting. JC's notes. The grizzly bear is crawling into a cave. The musk ox's feet are hairy. The snowy owl is crouching behind a rock. This is a polar bear. Rump, back, hind leg, flank, shoulder, hind paw, foreleg. See page 26. Blue Giant. Ming untersucht die seltenen blauen Eisberge. What a wonderful color! Ming's notes. A piece of the glacier is breaking off. The iceberg is floating in the sea. See page 28. What do you know about South Africa? JC's notes. The biggest elephant is swinging its trunk. It is breaking off a twig. The leaves disappear into its mouth.
See page 34. Kids did it. Roberto's notes. Aaron is climbing out of the basket. He is reaching for the ladder. See page 36. Simba, the Little Lion King. Roberto besucht das Musical Der König der Löwen. Let's visit a young musical star. This is a makeup room. Shelf, strip light, television, mirror, wig, brushes, makeup artist. Roberto's notes. The makeup artist is sticking the microphone on Karim's forehead. She is putting the wig on Karim's head. She is painting a yellow line on Karim's nose. See page 40. I want to be a musical star. Roberto interviews Deborah Shrimpton. Debbie is kids director of The Lion King. Who can come to the kids' audition you organize twice a year? As The Lion King plays in Africa, the kids should have darker skin and hair. The boys and girls should be between 8 and 13 years old. What would you advise a kid who wants to become a musical star? Be sporty and don't just sit in front of the TV. If you want to come to our audition, you should write the application yourself. Don't let your parents do it for you. How many children's parts do you have in the Lion King play? 2. Young Simba, played by a boy, and little Nala, played by a girl. See page 42. Amazing Animals. JC's notes. Fuji is jumping out of the water. The audience is clapping its hands. The people are taking pictures. See page 44. Dwarfs of Primitive Times. Roberto erforscht das Leben urzeitlicher Zwergmenschen. Fascinating. Roberto's notes. The woman's brain was a little bit smaller than a chimpanzee's. Her arms hung down to her knees. The small human weighed only 25 kilos. This is a cave. Modern man, knife, rock, hobbit, campfire. Roberto interviews Mike Morwood. Mike is an archaeologist from Armidale, Australia. Did Homo floresiensis have a language? Yes. Hunting elephants was dangerous for the little people. They had to work in groups and needed language to communicate. How did the hobbits get to the island of Flores? We have no idea. Maybe the first humans came by bamboo raft. Did modern man ever meet the hobbit? That is very likely, because the two species lived together on the island for about 33,000 years. See page 50. World Cup newcomers. Fernando Torres, Spain. Roberto's football facts. This player is injured. Ice pack,
open wound, doctor, medical case, stretcher, ambulance man. See page 52. Fun stuff. Witch, clown, ghost, princess, pirate, cat. See page 54. Fun stuff. Tongue twister. Roscoe rescued Rosie from Roaring Rapids. The acacia trees stand like a silhouette in front of the dark horizon, nighttime in the African savanna. A full moon covers the dozing lion pride in silvery light. Barely recognizable, far behind the lions, is the outline of a zebra herd. As the clouds move in front of the moon, 3 lionesses get up. They leisurely stroll away in the direction of the zebras. After some time, the 3 male lions, with their powerful manes, also get up and trot along in the same direction. In the meantime, the lionesses have got to within 300 meters of the zebras. They spread out, silent now. The hunt works like a well-rehearsed maneuver. Is it possible that the zebras really don't notice anything? The hunters stop and duck into the high grass. A thick cloud darkens the moon. Then everything happens very fast. As if unleashed, the first lioness rushes at the unsuspecting herd. The zebras immediately react. Their flight instinct tells them to run. But one of the animals makes a mistake and dashes in the wrong direction. With a powerful jump, the lioness drags the zebra to the ground. The other lionesses are there in an instant and kill the animal with a bite to the throat. Leisurely, the 3 male lions approach the kill. The lionesses have to turn over their kill to the males. Fascinated, I slowly lower my movie camera. The hunt is over. Sorry, I haven't introduced myself yet. My name is Richard. I come from England and make films in which people usually play the leading roles. That was until a year ago, after I spent 6 weeks in an African national park, far to the south of the continent. Here, I had real natural talent in front of my nose. Talent that was very high in demand. Elephants, giraffes, rhinos. There were also the supporting actors like aardvarks and paradise flycatchers. Those are birds. And all around was this marvelous scenery. Pale green savannas, red hills and trees with bizarre forms. Terrific scenes developed by themselves, completely without stage direction. Suddenly, everything was very clear. My next film had to be made here. The leading actors, real heroes, were the only things missing. I found them some days later with the help of the park ranger. 3 proud male lions, each weighing more than 200 kilograms. The 3 were regarded as strong and had courageously won every fight with rivals. They had also, allegedly, even attacked a rhinoceros. They lived with their pride in the national park. Sounded like just the stuff for a thrilling animal movie. I rented some film equipment and, along with Sifo, my native camera assistant, got to work. I called my leading actors, the 3 lions, Arthos, Porthos, and Aramis, like the 3 musketeers who had impressively and aggressively conquered the battlefields in the 17th century. I learned very quickly,
Anyone who wants to make an animal movie has to adapt to the life of the animals. Lions doze and sleep during the day. So we also tried to rest during the day and filmed during the night and early morning hours when the lions went on the hunt. There was the same job sharing in the Musketeer Pride as in other lion prides. The females almost always hunted, and the masters with the manes guarded the territory. When we stopped with our red Land Rover near the pride, they barely batted an eye. But we were soon to learn that the three musketeers were just as curious about us as we were about them. It happened after a long, dusty day while we were tracking the lions. We came back to camp, and I was really looking forward to a shower and dinner. I heard a noise that didn't belong in a safari camp on the edge of a national park. The growl of a lion was coming from a thicket a couple of steps in front of me. I recognized him by his mane. It could only be Arthos, one of the three lion brothers. I thought to myself, just stay out of sight. I jumped back into the tent and frantically zipped it up. I then heard the sounds of the other two lions, Porthos and Aramis. The curious musketeers had actually followed us back to camp. My heart was beating wildly in my chest. Clang, clang, clang was coming from the food tent where Sifo was setting the table. A crazy situation. There I was in the tent, with a towel wrapped around my hips, shakily looking for a gun and hoping that the hungry predators already had other plans for dinner. "Sifo," I whispered by the tent wall. "The lions are in the camp." The voice from the food tent sounded very calm. "I know," answered Sifo. "I heard them." Suddenly, there was a loud crash. The lions had attacked Sifo. I forgot my fear, released the safety catch on the gun, and stormed out of the tent to save Sifo. And there he was, standing in front of the stove as if nothing were happening, banging on a cooking pot. "They are gone," he said, grinning broadly. Very relieved, I lowered the gun. The next day, fate had a nasty surprise waiting for us. We had parked our Land Rover in the shade of an acacia tree and were doing what the lions were doing, dozing. Suddenly, the earth shook and Sifo cursed. "Damn, this can't be happening." Then we heard the trumpeting. A herd of elephants was thundering toward us with flapping ears and sparkling tusks. The matriarch, the oldest cow, stopped and bowed her powerful head. This was an unmistakable sign. "Get lost, boys!" I nervously turned the ignition key. I could vividly imagine what would happen if these several-ton animals flattened our car. By the time the engine finally started, the irritated elephant was already heading toward us. I hit the gas pedal. The wheels were spinning, but in the end, we were moving. Then, as I yanked the steering wheel, we crashed into a termite's nest and then shot over an embankment. When I came to, Sifo was leaning over me. "Everything okay?" I nodded bravely. Nothing was okay. My right shoulder was burning like it was on fire. Something was broken. Then I passed out again. It took many months until my shoulder was all right again. I had spent weeks in the hospital, first in Africa and then in England, where I was operated on again. I couldn't get over the fact that things had taken such a wrong turn, and right in the middle of filming. I wanted to finish my lion film more than anything. I would never again be able to get so close to a lion pride. With my goal in front of my eyes, I exercised hard,
First with gymnastics, then with weights and the treadmill. I got a little stronger every day. Sifo called regularly and kept me informed. The 3 lions had left their territory by then. It isn't unusual for male lions to look for a new pride. Their instincts drive them to change territories every 2 to 3 years. This made filming even more exciting for me. Almost a whole year had passed until I was back in Africa and sitting beside Sifo. He had learned from the rangers where Arthos, Porthos, and Aramis's new territory was, approximately 70 kilometers east of their last position. When we discovered the 3 musketeers, we noticed that they had actually formed a new pride with other lionesses. We counted 5 lion cubs. Okay, musketeers, we're back with you again. Within the next days, I aimed my camera at the clumsy baby lions. These were exactly the pictures I still needed. We observed how a lion mother took care of the pride's cubs. She seemed to be hungry, but didn't want to leave the little ones alone in the thorny thicket. She called out to the big boys. No reaction. This was because Arthos, Porthos, and Aramis had nothing better to do than guard the kill from the day before, a big buffalo. They usually call the rest of the pride once they've eaten their fill, but not these 3, and the lioness's stomach was growling. Apparently so much that she dared to leave her 5 sleepy balls of fur alone. First, she looked over at us. What was that supposed to mean? Were we now her cub sitters? Okay, we didn't have any other plans anyway. I screwed the camera on the tripod and filmed the cubs. Some time passed and suddenly I heard something, the howling of hyenas. A few minutes later, I recognized the large head of a spotted hyena behind a bush. The cubs wouldn't have a chance against this attacker with its strong jaws. What should we do? Step in? Let nature take its course? Frightening minutes passed by as the hyena closed in. Suddenly, there was a rustling in the bushes and I winced. But instead of the hyena, the lion mother shot out from the thicket and scared the hungry visitor away. I breathed a sigh of relief and had to think back to my experience in the camp. But this time, I was really glad that it was a lion that came out of the thicket. We had done a lot of filming. I wondered which scenes I still lacked. Once again, nature took over my directing job. Large herds of gnus were moving through the national park. Suddenly, the 3 male lions left their pride and followed the herd. Did they want to hunt for themselves for a change? We followed them. We noticed after a while that Arthos, Porthos, and Aramis didn't want to hunt. They had another goal in mind, getting back to their old family. We covered the 70 kilometers in 2 days, always following their every step. Unfortunately, their luck at hunting took a turn for the worse. While chasing a gnu, the great Porthos was kicked in the head. A hoof caught the front of his skull. He dragged himself into the shade of an acacia tree and at first just laid there. Arthos and Aramis moved on. Then they went and stood on a hill and roared to get the pride's attention. It took a little while, and then, as Sifo and I watched, we saw what in a film would be called a showdown. 2 groups standing across from each other. 2 generations. The experienced musketeers and 2 young lions, still without manes, coming toward them. Close behind was a female from the old pride. Sifo and I looked at each other. We were sure that Arthos and Aramis were looking into the amber eyes of their own offspring. 2 against 2. Fathers against sons.
Some minutes passed with threatening gestures. Aramis scratched at the dust. Arthos hissed. The boys did the same. They wanted to lead, not follow. The sun set. Then a cry. It sounded like a croaking, "Go away!" A gray go-away bird. No wonder they call it the go-away bird. Go away, get lost. As if they had understood the message of the feathered bird, Arthos and Aramis raised their heads. Instead of taking on the challenge of their offspring, they turned around and walked proudly toward the red fireball on the horizon. What a picture! What an ending for our film! How would it continue? Would they stop and pick up their injured brother? Would the three stay by themselves or form a new pride? Only one thing was for certain. In 1 or 2 years, the ones who had just defended their territory would also leave this area and the pride. The lionesses would make sure of that, because they are really the ones who determine the destiny of the pride. They hunt, raise the cubs, and send the male offspring away when they are big enough. The females never left their territory. They were the true queens of all the animals. I had captured the stars of the savannah on celluloid and fulfilled a lifetime dream.